Grüß euch und herzlich willkommen auf der Mopedinsel. Der Winter ist da. Juhu! Endlich schneit. Man will es ja gar nicht glauben. Bitteschön. Der Winter ist da, das heißt, so viel wie Elefantentreffenzeit ist. Wir sind genau noch Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. 4 Tage und dann geht's los. Ab nach Durmansbank-Soller. Nachdem es ja die letzten 2 Jahre ausgefallen ist und es nur diese, vom Amadeus muss man wirklich sagen, vielen Dank, diese Choreografen-Challenge gegeben hat, wo wir noch 2021 noch mitgemacht haben mit einem kurzen Video und 2022 dann nur mehr Foto hochgeladen haben auf Facebook, ist es heuer wieder soweit. Leider fand das Gespann heuer natürlich wieder nicht. No, na. Gibt es wieder mal gröbere Probleme. Besser gesagt, ich kriege kein Pickel mehr dafür, weil ich keine Firma finde, die mir Pickel macht für diesen umgebauten Beiwagen. Deswegen bin ich drauf und dran, das wieder umzubauen. Ist gescheiter, es kommt wieder ein Boot drauf und dann gibt es ja keine Probleme mit Pickel mehr. Gespanntreffen ohne Gespann muss daher wieder mal unsere beliebte 1150er herhalten. Die gute ist nur letzte Woche nicht mehr angesprungen in der Früh. Besser gesagt, der Starter hat noch gedreht, aber sie wollte einfach nicht. Die Batterie ist schon zu schwach. Die ist ja schon relativ lang drin, was ich mich erinnern kann. Jetzt habe ich gestern eine neue Batterie besorgt und damit es am Wintertreffen ja keine Probleme gibt und die dann auch wirklich anspringt, werden wir jetzt ganz geschwind die Batterie wechseln und dann ist gut und dann können wir am Donnerstag aufs Wintertreffen fahren. Ja! Batteriewechsel auf der jetzt das ganz große Problem. Sattel runter, Plastikverkleidung runter, Tank lockerschrauben, Tank anheben, Gurt weg, Batterie abgeben, raus, neue Batterie rein. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge und dann ist sie fertig fürs Wintertreffen. Viel Spaß beim Zuschauen. Als erstes Sattel runter, der ist natürlich versperrt. Nun, Sattel ist weg. Dann haben wir da die Plastikverkleidung. Das geht im Winter alles ein bisschen strenger, weil alles schick kalt ist. So, Verkleidung weg. Dann geben wir unser Reifenwerkzeug weg. Dann haben wir da vorne Angussschrauben. So, hinten muss man immer die Mutter halten, sonst verliert man es. Dann haben wir da so einen kleinen Holzklotz. Dann rutschen wir mit dem Tank ein Stück nach hinten, schön in die Höhe damit, stützen wir uns da ab. Dann fangen wir zuerst mit der Minusleitung an. So, dasselbe machen wir auf der rechten Seite mit der Plusleitung. Die sitzt da drunter. Jetzt haben wir die Plusleitung weggeschraubt und jetzt kommt dann der tricky Part. Da ist da hinten dieser Gummiriemen, den gehen wir nach hinten weg. Jetzt ist der weg. Und jetzt müssen wir mit einer Hand den Tank hochheben, während wir mit der zweiten Hand die Batterie rausnehmen. Schauen wir, ob es gelingt. Da zwicke ich mir recht gern die Finger ein, nämlich. Gehen wir das noch weg. Ja, draußen. Heute haben wir Glück, weil der Tank leer ist. Das heißt, der ist relativ leicht. So, Batterie ist upsi. Setzen wir wieder drauf. Da stützt man ab. Batterie ist draußen. Da haben wir die neue Batterie. Das passt auch wieder. Das haben wir schon zurechtgeschnitten nämlich. Das heißt wieder Tank anheben und Batterie reinfinden. So, drinnen, Kabeln frei. Passt einmal. Schauen wir uns erst, ob wir das Gummibandel wieder drauf kriegen. Das hängt sich nämlich immer gern aus. So, auch diesmal. Wo bist denn du? Ah, da haben wir die Batterie draufgestellt, die einmal. Ah, gescheit. Na, die muss nochmal in die Höhe. Jetzt nochmal einklingt. Da ist es einmal. Einklingt ist. Batterie ist drinnen. Gummiband ist drauf. Pfeift. Schauen wir dann die Pluspole mal an. Die Schuhboden. So. Passt. Gehen wir gleich die Abdeckung drauf. Ach, ist das leibend, wenn der Tank leer ist. Und der knallt voll ist mit 30 Litern. Das ist immer ein Wahnsinn. Den dann zu heben und Zeiten zu räumen. So, na dann haben wir drüben noch mehr. 10er. Passt. Angeschraubt. Jetzt rutschen wir mit der 4er die Halterung rein. Dann schauen wir, dass wir da vorbeikommen bei den Schläuchen. Na, irgendwo hängen wir. Ah ja, im Zinnleitern. Immer. Ein Stück 4er. So, da sind wir wieder am Loch. Schrauben durch. Von hinten die Mutter drauf. Pfeift.
Abdeckung drauf. Alles frei, passt, die ist auch frei. Die zwickt man gern beim Runtergeben. Machen wir es jetzt da doch anders herum. Es ist im Winter immer graus und das eiskalt alles ist. Drauf, Sattel drauf, unser Reifenflickzeug zuerst nur rein. Fertig, so schnell geht das. Schauen wir, ob es anspringt. Schauen wir Zündung. Die sucht sich gleich besser an. So, wir haben noch richten. Fertig sind wir. Bis nächste Woche Freitag. Mehr, wenn wir uns wiedersehen. Nächste Woche am Wintertreffen in Dumansbang-Soller. Ciao!